Also jede Zeitlinie ist eine andere Zukunftsmöglichkeit. Die Frage, die kommt auch per Mail ganz oft. Wie siehst du die Chancen, dass jetzt hier in Deutschland, in der Schweiz ja wirklich kriegerische Geschehnisse beginnen könnten? Also es gibt ja schon Menschen, die wollen ja Krieg. Man weiß schon, mit was passiert. Das ist ja kein Zufall. Das ist nicht einfach irgendwie dumm gelaufen. Das hat ja einen Hintergrund und das ist ja gewollt und geplant. Es gibt schon Menschen, die würden das wollen, dass das auch hierher kommt. Oder auch in andere Länder, dass das einfach noch größer wird. Aktuell nicht, dass hier Bomben drunter fallen. Aber die Energie von diesen Menschen, die das natürlich wollen, die ist auch da. Und ich finde das immer schwierig, wenn man sagen will, was in der Zukunft passiert. Weil da gibt es ja verschiedene Zeitlinien, verschiedene Möglichkeiten. Also jede Zeitlinie ist eine andere Zukunftsmöglichkeit. Und die können ja wechseln. Das kann sich ja verändern. Also auf welcher Zeitlinie wir sind, das hängt ja auch von unserem Bewusstsein ab und vom Kollektiv. Und was man halt probiert, dass man möglichst viele Menschen in diese Zeitlinie rein, wo dieser Krieg größer wird. Oder auch andere Dinge, weil gewisse Gruppen wollen das ja, aber die wissen ja auch, dass sie das nicht einfach so tun können. Sie müssen ja energetisch die Energie haben. Und dafür nutzen sie auch das Bewusstsein der Menschen. Auch indem man sagt, ja, das ist jetzt nötig, weil die und die sind so böse, also müssen wir dies und jenes. Du hast vorhin auch etwas sehr Wichtiges gesagt, dass die Menschen, die dann so in ihren Gedanken gelenkt werden, damit die Möglichkeit verlieren, dass sie Frieden wollen. Und das finde ich ganz, ganz unglaublich eine wichtige Aussage, weil wir müssen das ja oder ins Feld schicken. Wir wollen Frieden, oder? Und wenn man halt die Menschen so manipuliert, dass sie denken, es ist richtig, wenn man da irgendwas Kriegerisches macht, dann sagen sie ja dazu. Dabei eigentlich die meisten Menschen, die wollen ja Frieden. Es sind ja nur wenige, die das wirklich nicht wollen. Aber es gibt halt Menschen, die werden so manipuliert, dass sie glauben, den Frieden, den sie wollen, den bekommen sie mit mehr Waffen. Und wenn man natürlich dann an das glaubt, wird es ein bisschen seltsam. Ja, sehr seltsam. Ist das denn, würdest du sagen, das ist einfach eine klare Strategie dieser Kräfte, die Krieg wollen, dass sie diese Gedankenfelder in uns so vergrößern, dass sie quasi, also wenn ich jetzt das nehme, was du vorhin gesagt hast, dass sie quasi die Schöpferkraft der Menschen brauchen, um ihre Ziele zu verwirklichen. Geht es darum, die Schöpferkraft der Menschen jetzt dahin zu lenken, dass diese Dinge verwirklicht werden, die sie wollen? Ja, weil es geht ja immer um die Menschen. Also auch wenn diese Gruppen etwas machen, wofür sie keine bewusste Zustimmung von den Menschen bekommen haben. Also irgendwas, was plötzlich passiert, was vorher nicht in den Medien angekündigt wurde. Dann ist es ja trotzdem so, dass das, was dann passiert, das kann ja nur da bleiben, wenn die Menschen
entweder das Gefühl haben, das ist richtig so, oder einfach denken, sie können nichts ändern, weil das jetzt da ist.